NASA nimmt Japan noch vor Europa mit auf den Mond und Toyota baut das Mondwohnmobil. Elon Musk gibt ein Starship-Update mit neuen Details zum nächsten Flug im Mai und hat bei der möglichen Nutzlast wohl bisher geflunkert. Aktuell immer noch Saturn V auf Platz 1. ESA vergibt Verträge für erste eigene Marslandung. Für Raumstation Heaven 1 wirft Vast Edelstahl über den Haufen und setzt jetzt auf Aluminium. Und ehemaliger JAXA-Astronaut Wakata wechselt zu Axiom Space. Das und noch mehr schauen wir uns heute an. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Elon Musk hat erneut ein umfangreiches Starship-Update gegeben. Besonders wenn man diese Updates der letzten Jahre vergleicht, dann ähneln sich diese Präsentationen doch schon immer sehr. Aber wer das Programm genau verfolgt, der erkennt, wie die Pläne immer detaillierter, die Zeitpläne genauer und vor allem auch immer realistischer werden. Für uns besonders interessant die Steigerung der Startfrequenz und die weitere Leistungsentwicklung für das Starship in den kommenden mittelfristigen Iterationen 2 und dann langfristig mit Version 3. Ich habe die letzten Wochen immer wieder gesagt, ein Flug im Mai, das scheint mir sehr wahrscheinlich und auch Elon Musk spricht in seiner Präsentation vom 4. Testflug in etwa einem Monat. Falls du hier neu bist und bei SpaceX nur an explodierende Raketen denkst, SpaceX ist der mit Abstand wichtigste Raketenstartanbieter der Welt. NASA, ESA, EU, US-Militär, Bundeswehr und so gut wie alle kommerziellen Satellitenbetreiber, die starten mit SpaceX. SpaceX startet jede Woche mehr Raketen als ganz Europa in einem Jahr. Das mag uns gefallen oder nicht, aber es muss hier als aktuelle Realität einfach akzeptiert werden. Letztes Jahr war SpaceX allein für 80% der Nutzlast in den Orbit verantwortlich. Dieses Jahr wird SpaceX sehr wahrscheinlich für 90% der weltweiten Transportleistung verantwortlich sein, wobei 6% dann voraussichtlich aus China kommen und der Rest der Welt dann 4%. Das sind keineswegs Marketingzahlen, das kann jeder mit frei zugänglichen Informationen überprüfen. 90%, das ist absurd, aber die jetzt von Elon Musk angekündigten 99% für 2025, das ist immerhin schon nächstes Jahr, sind dann sogar für mich erschreckend, obwohl SpaceX damit eigentlich nur das umsetzt, was sie schon vor Jahren angekündigt haben. Und dafür müssen keine Wunder geschehen. Mit dem Starship sollen zukünftig pro Start 100 Tonnen kein Problem mehr sein. Dazu gab es ein interessantes Detail zum dritten Flug. Die Hardware von Flug 3, die wäre in der Lage gewesen, 40 bis 50 Tonnen in den niedrigen Erdorbit zu bringen. Also noch weit weg von den 100 Tonnen, die bisher zum Starship genannt wurden und die auch ich schon diverse Male zitiert habe. Technisch gesehen war es damit nicht die leistungsstärkste Rakete, die je gebaut wurde und es in den Weltraum geschafft hat. Saturn V 140 Tonnen in den Leo, sowjetische Energia knapp 100 Tonnen, NASA SLS 95 Tonnen und selbst die Falcon Heavy mit theoretisch über 60 Tonnen in den Leo kann mehr. Aber natürlich alles nicht wiederverwendbar, also zum Wegwerfen. Das Starship dagegen, das muss ja eine beträchtliche Menge an Nutzlast der Wiederverwendung opfern. Das macht die vollständige Wiederverwendung ja bekanntlich so schwierig, gerade bei der Oberstufe. SpaceX muss auch erst noch zeigen, dass die vollständige Wiederverwendung technisch zu vertretbaren Kosten wirklich machbar ist. Aber auch als Wegwerfrakete braucht das Starship für den sicheren Betrieb in den Leo ein kontrolliertes Deorbiting mittels Triebwerk, ein Meilenstein, der noch nicht erreicht wurde und vor Starts mit Nutzlast verlässlich funktionieren muss. Das ist aktuell tatsächlich in der Raumfahrt noch nicht überall gängige Praxis und da sei mal ein weit verbreiteter Irrglaube widerlegt. Ja, SpaceX startet sehr viel, trotzdem ist Europa mit ausgebrannten Ariane-Raketenstufen und Nutzlastadaptern für deutlich mehr Startversuch verursachten Weltraumschrott verantwortlich als SpaceX, die ja fast immer ihre Oberstufen kontrolliert wieder eintreten lassen. Der Vergleich mit der europäischen Raumfahrt, der liegt auch unter anderem deshalb nahe, weil SpaceX mit 330 erfolgreichen Raketenstarts etwas mehr, aber ähnlich viele Orbitalraketenstarts absolviert hat, wie alle Raketenstarts von Kourou zusammen. Wobei von den 330 SpaceX-Starts 80% mit bereits geflogenen Boostern erfolgt sind. Klar, Ariane 1 bis 5 Altlasten, Ariane 6 soll ja auch seine Oberstufe entsorgen können. Trotzdem wollte ich das hier mal highlighten. Manchmal wirkt es schon grotesk, wenn wir in Europa den moralischen Zeigefinger heben. Ebenfalls bemerkenswert, dass auch in Agenturkreisen von den bösen Starlink-Wegwerfsatelliten die Rede ist, wobei SpaceX im Gegensatz zum überwiegenden Teil der europäischen Satelliten ja tatsächlich Entsorgungssysteme für die Starlinks vorgesehen hat. Wie gut die über die Zeit bei der Vielzahl an Starlink-Satelliten funktionieren, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt und das muss ich erst zeigen. Trotzdem bei Lifecycle Management, also dem sicheren Betrieb und dem vollständigen Entsorgen von LEO-Satelliten, da ist SpaceX meiner Meinung nach weltweit führend. Aber zurück zum Starship-Update und der vollständigen Wiederverwendung. Hier gab es viele interessante Details. Der 4. Flug, der soll voll unter dem Motto Wiedereintritt stehen. Sollte die Starship-Oberstufe ihn überstehen, würde sie versuchen, einen festen Punkt im Indischen Ozean anzusteuern.
Weiter noch, hier würde die Landung dann auf einem virtuellen Mechazilla-Fangturm versucht werden. An so einer virtuellen Landung im Meer, da war ja der Booster 10 bei Flug 3 deutlich näher dran als das Ship 28, wenngleich der Landing Burn dann schief ging, beziehungsweise die Boostersteuerung vermutlich noch im Überschallbereich die Kontrolle verlor. Auch der Booster 11 soll dann bei Flug 4 eine Landung auf einem virtuellen Turm versuchen. Just dazu kam dann die große Überraschung. Sollte dieser Test erfolgreich sein, plant SpaceX bereits die Landung des folgenden 5. Flugs auf dem Turm in Boca Chica. Das ist schon ein gutes Stück, oder? Elon Musk untypisch dämpfte dieser die Erwartungen etwas. Das sei ein sehr optimistischer Zeitplan, aber er hält es für im Bereich des Möglichen. Elon Musk äußerte sich aber deutlich optimistischer, dass es SpaceX noch in diesem Jahr gelingen könnte, den Booster zu fangen. Er meinte, die Wahrscheinlichkeit dafür liege bei 80-90%. Wie die spektakuläre Landung aussehen soll, dazu gab es jetzt eine neue Animation von SpaceX. Nach dem freien Fall aus dem Weltraum wird der Booster mit Hyperschall auf den Startplatz zurasen und wie die Falcon Booster erst im letzten Moment eine Bremszündung durchführen. Warum das so gemacht wird, dazu habe ich ein Video, das am besten anschauen, verlinke ich euch unter dem Video. Ja, statt einer Landung mit Beinen auf einem Drohneship oder einem Landeplatz, wie die Falcon Booster das machen, soll der Starship Booster dann schwebend in die Fangarme von Mechazilla eintauchen. Genauer auf den sogenannten Chopsticks, die man derzeit vor allem für die Integration der Rakete verwendet, landen. Wie auch immer er ausgeht, der erste Versuch, der wird mit Sicherheit spektakulär, auf die eine oder andere Weise. Für die Starship Oberstufe gab es noch keine direkte Ansage, wann so eine Landung auf Mechazilla erfolgt. Hier steht nun einfach mal der heiße Wiedereintritt als Elefant im Raum und zwar als leuchtend roter Elefant. Sogar dann, wenn der Wiedereintritt zuverlässig gelingt, soll es noch etwas dauern, da man bei der Wiederkehr von orbitaler Geschwindigkeit einen Trümmerregen über den USA oder Mexiko unbedingt ausschließen will bzw. auch muss. Elon Musk nennt die Zahl von 2 punktgenauen weichen Landungen im Ozean, bevor sie auch die Oberstufen fangen wollen. Mal schauen. Als Zeitrahmen nennt er eventuell vage 2025. Aber auch die weiche Boosterlandung auf den Chopsticks, wenn sie dann gelingt, wird auf jeden Fall ein neuer Wow-Moment für die gesamte Branche und für die Zukunft der Raumfahrt, ähnlich wie es seinerzeit die Landung der Falcon 9 Booster waren. Ich denke, da können wir schon eine Parallele zwischen Falcon 9 und dem zukünftigen Starship antizipieren. Die totale Dominanz des Raketenstartmarktes durch eine extrem zuverlässige, flexible, günstige Falcon 9, die hat SpaceX erreicht, nachdem sie die Wiederverwendung im Griff hatte. Sie nämlich die Raketen nach ihren Flügen zurückbekamen und so ein tiefes Verständnis für ihre Startsysteme entwickeln konnten und als Folge die Falcon 9 zum jetzigen Block 5 weiterentwickeln haben. Dementsprechend kann man die ganz großen Sprünge in Fähigkeiten und Leistungen des Starships auch erst nach einer teilweisen oder sogar vollständigen Wiederverwendung erwarten. Einen Ausblick, wo SpaceX dann hin möchte, das gab es dann auch während des Updates. Ein Hauptziel der verbesserten Starship Version 2 besteht darin, die 100 Tonnen Nutzlast in einer vollständig wiederverwendbaren Konfiguration in die Umlaufbahn zu bringen. Dafür würde Chip und der Booster einen Tick länger werden. Das Rendering sieht im direkten Vergleich zur aktuellen Version schlanker aus, was an der neuen Länge, aber auch an einer etwas spitzeren Nutzlastsektion, dem sogenannten Nose Cone, liegen dürfte. Die Steigerung der Performance wird aber vor allem durch die nächste Generation von Triebwerken ermöglicht. Von den 185 Tonnen Schub bei Raptor 1 sollen es bei Raptor 3 dann 280 Tonnen sein. Die aktuelle Starship Version 1, die ist aber mit Raptor 2 Triebwerken unterwegs. Ja, es war bereits angekündigt, dass Raptor 3 deutlich aufgeräumter und beinahe nackt aussehen wird. Das hat SpaceX durch das Integrieren von Bauteilen erreicht. Da es während des Updates auch ein Video von einem feurigen Raptor 3 auf einem Prüfstand gab, hat man hier wohl unabhängig von der Starship-Rakete bereits erhebliche Fortschritte gemacht. Das Reduzieren der Bauteile und das Integrieren der Funktionen soll unter anderem den aktuellen verwendeten Hitzeschutz der Triebwerke überflüssig machen. Das Steigern der Raptor-Performance soll insbesondere durch Erhöhung des jetzt schon absurd hohen Brennkammerdrucks erreicht werden. Laut Elon Musk sollen es zukünftig sogar über 330 Tonnen Schub pro Triebwerk werden, was dann Starship in Version 3 bei 33 Raptor in der ersten Stufe über 10.000 Tonnen Startschub bringen dürfte. Das ist schon absurd. Obwohl das Starship in der von Musk skizzierten Version noch einmal gewaltiger wird, soll der riesige Gamechanger der Startpreis werden. Hier sogar ein Vergleich mit der ersten SpaceX-Rakete der Falcon 1, die gerade mal schön gerechnet 1 Tonne in den Orbit befördern konnte und etwa $10 Millionen gekostet hat. Obwohl Starship das 200-fache befördern soll, würden die reinen Startkosten im besten Fall sogar mit $2 bis $3 Millionen pro Start deutlich geringer ausfallen als die kleine Falcon 1. Elon Musk gesteht selbst, das sind ungeheure Zahlen, aber laut Musk würde SpaceX kein Gesetz der Physik mit dem Konzept brechen. Theoretisch möglich wäre der Plan.
Elon Musk skizziert in seinem Update auch Pläne zur Steigerung der Startrate des Starships, letztlich dann auf mehrere Flüge am Tag. Neben der Wiederverwendung wolle man dies mit der Errichtung der neuen großen Produktionsanlagen ermöglichen. Ziel dabei, die Fertigung so zu skalieren, dass dann täglich ein Starship produziert werden kann. Dieses Jahr sollen erst einmal 6 weitere Booster und Chips gebaut werden. Im nächsten Jahr soll die Produktionsrate dann aber signifikant ansteigen. Starship-Erststufen-Booster würden dann nicht so viele benötigt werden, siehe Falcon 9, aber gerade Oberstufen, da braucht es dann eine beträchtliche Anzahl. Hier das Hauptmotiv, die Marsbesiedlung. Zwar werde man letztlich auch Starships im Linienverkehr hin und zurück fliegen, meint der Elon Musk in dem Update, aber gerade in den ersten Jahren, in erster Zeit sei die Struktur des Starship als Rohmaterial extrem wichtig, damit man Infrastruktur auf dem Mars aufbauen könne. Für die hohe Startrate, da werde es auch mehr Startinfrastruktur brauchen. An einem zweiten Startturm in der Starbase, da wird ja bereits gebaut. In Florida sollen auch 2 Startanlagen entstehen. Die erste soll dann Mitte nächsten Jahres betriebsbereit sein. Langfristiger Ausblick von Elon Musk. Die Entwicklungsstarts, die werden sehr wahrscheinlich weiter von Boca Chica, Texas aus erfolgen. Alles Neue, das werde dort getestet werden. Die meisten operativen Starts dagegen, die sollen dann von Florida aus passieren. Einige von euch werden sich an dieses Konzept noch erinnern. Langfristig sollen schwimmende Start- und Landeplätze auf Halbtauchern kommen. Die große Mehrheit der Menschen schaltet dann vermutlich ab, wenn die Rede auf die Marspläne kommt. Für SpaceX und Elon Musk sind sie das Hauptmotiv und so dürfen sie in keinem Starship-Update fehlen. Ja, und das ist nach wie vor das Ziel von SpaceX und Elon Musk, Aufbau einer Zivilisation auf dem Mars. Dazu wird es laut Elon Musk eine Bevölkerung von etwa 1 Million Menschen benötigen, die mit vielen, vielen Millionen Tonnen Vorräten von der Erde unterstützt werden müssten, bevor die Kolonie für immer autark funktionieren könnte. Ja, diese Pläne, das wird eine absurde Anzahl von Starts erfordern. Die Rede ist von 10 pro Tag und den Einsatz einer Flotte von Hunderten von Starships, die während des kurzen Transferfensters als große Armada zum Mars aufbrechen. Dabei betont Musk wie bisher und immer wieder, wir müssen die Erde erhalten, aber für die Zukunft der Menschheit sei es essentiell, dass es für Katastrophen, die wir nicht in der Hand haben, einen Plan B gäbe. Ganz langfristig sollte die Menschheit die Milchstraße erkunden und besiedeln und der Mars sei laut Musk der einzig logische Schritt auf diesem Weg. Ja, es wäre das erste Mal in 4,5 Milliarden Jahren Erdgeschichte, dass das technologisch möglich wäre und dann sollten wir das tun. Der kommerzielle Raumstationsentwickler VAST wird die Starlink-Konstellation von SpaceX nutzen, um seine kommende Raumstation Haven 1 mit Breitbandverbindung zu versorgen. VAST hat auf X bekannt gegeben, dass Laser-Internet-Satellitenverbindungsterminals auf Haven 1 installiert werden, um mit den Starlink-Satelliten zu kommunizieren. Diese Vereinbarung zwischen VAST und SpaceX schließt auch zukünftige Raumstationen von VAST mit ein. Die Starlink-Terminals sollen Haven 1 mit einer Verbindungsgeschwindigkeit von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde versorgen. Die Besatzung auf Haven 1 könnte so einfach ihren Laptop und ihr iPad oder ihr iPhone öffnen und mit ihrer Familie telefonieren, einen Livestream starten oder ja einen Film schauen. Gedacht und vermarktet natürlich als Wettbewerbsvorteil für Reisen von Touristen zur VAST-Raumstation gegenüber den streng limitierten Kommunikationsmöglichkeiten auf der ISS. VAST kündigte Haven 1 bereits letzten Mai an und plant den Start der Einmodulstation für August 2025. Haven 1 wird für kurzzeitige Missionen ausgelegt sein und soll eine 4-köpfige Besatzung für insgesamt 40 Tage aufnehmen können. VAST hat aber bisher keine Kunden für Haven 1 bekannt gegeben. Ganz interessant, dass man bei der Haven 1 für die Struktur vom zunächst angekündigten Edelstahl nun auf Aluminium gewechselt ist. Laut VAST liegt nach dieser Umstellung im letzten Monat der Starttermin nun wieder im Plan. Bei der Fertigung und Bearbeitung vom Edelstahl, da hat es erhebliche Probleme gegeben. So für 40 Tage in einer Raumstation, das hätte schon was. Wobei mich ja interessieren würde, ob ich da ohne Schwerkraft überhaupt gut schlafen kann. Ich habe das Märchen mit dem super weichen Bett und der Erbse ja nie verstanden. Was soll ich sagen, ich mag's gern hart. Ich will nicht einsinken und verkrumpeln. Da bekomme ich nämlich Rückenschmerzen von. Das ist aber auch eine Typsache. Ich persönlich schlafe jedenfalls hervorragend auf meiner neuen Emma One Matratze mit maximalen Härtegrad. Die gibt's aber auch in Medium. Das ist wie gesagt typ- bzw. vor allem rückenabhängig. Die ideale Matratze, die sollte dir die richtige Unterstützung bieten, um die Wirbelsäule in einer natürlichen Position zu halten. Aber beim Hinlegen spielt natürlich dein persönliches Gefühl eine wichtige Rolle. Keine Angst, du kannst Emma-Matratzen bis zu 100 Nächte Probe schlafen und Lieferung sowie Abholung sind für dich kostenlos. Wenn du aber die perfekte Matratze gefunden hast, mit 10 Jahren Garantie auf Haltbarkeit und den Kern, sollte dir dein Schlaf auch lange erhalten bleiben. Für mich als Senkrechtvater auch wichtig, abnehmbarer und waschbarer Bezug.
falls mal eine Windel vom Kind ausläuft. Und falls ihr Mitschläfer geplagt seid, die man bei der nächtlichen Rotationsgeschwindigkeit gefühlt auch als Turbopumpe verwenden könnte, durch den geringen Drehwiderstand bekommst du es nachts im besten Fall gar nicht mit, wenn dein Matratzengast im Schlaf eine Breakdance-Karriere vorbereitet. Vor Deckendiebstahl schützt es natürlich nicht, aber bei Emma wirst du auch zum Glück bei Deckenkissen und Bettwäsche fündig. Bis zum 2. Mai sind noch viele Emma-Produkte bis zu 50% reduziert. On top gibt's für Senkrechtstarter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz die 5% Rabatt mit meinem Code Senkrechtstarter5. Link und Code findet ihr auch unter dem Video. Ja, diese Woche gab's gleich mehrere Hammer in der Raumfahrt. Nach dem Starship-Update die große Neuigkeit für die kommerzielle Raumfahrt. Der ehemalige JAXA-Astronaut Koichi Wakata wird jetzt Axiom Space-Astronaut. Axiom Space hat bisher alle rein kommerziellen Crew-Rank-Flüge zur ISS durchgeführt. Jede der 3 bisherigen Axiom-Missionen wurde von den ehemaligen NASA und jetzt Axiom-Astronauten Michael Lopez Alegria zweimal und Peggy Whitson einmal begleitet. Wakata als neu ernannter Axiom-Astronaut wird auch Chief Technology Officer für den asiatisch-pazifischen Raum. Ich würde mal spekulieren, das lässt tief blicken, wo Axiom in der kommerziellen astronautischen Raumfahrt zukünftig die meisten Kunden und die besten strategischen Partnerschaften sieht. Axiom führt ja nicht nur die astronautische Mission zur ISS durch, sondern baut an einer eigenen privaten Raumstation, die erst an der ISS aufgebaut werden soll, bevor sie dann als unabhängige Station noch weit nach dem ISS-Ende kommerzielle LEO-Aufenthalte ermöglichen soll. Jetzt fragt man sich ein bisschen, ob Matthias Maurer mit seiner Bezeichnung der Axiom 1-Besatzung als eine Horde wilder Affen sich und der europäischen Raumfahrt da nicht einen Bärendienst erwiesen hat. Ja, ist vieles nicht so geil, was mit der Kommerzialisierung der astronautischen Raumfahrt kommt. Aber erstens ist da die steile Lernkurve zu sehen, also da sind atemberaubende Fortschritte, die da gemacht werden. Und zweitens wird das einfach nicht mehr weggehen. Die NASA hat sich ja seit Jahren auf die Kommerzialisierung festgelegt, aber Europa hat sich meiner Meinung nach da nicht richtig drauf vorbereitet. Dabei müsste uns das Konzept eigentlich liegen, denn wenn wir mal ehrlich sind, hat die europäische Raumfahrt ohne eigene Crewfähigkeit mit Barterdeals den Weltraumtourismus ja im Prinzip erfunden. Dabei geht's natürlich auch immer ums Geld. Man will ja nicht, dass europäische Steuergelder in die USA fließen. Wobei Europa da besonders knauserig ist, wenn man sich überlegt, dass die NASA seit Jahrzehnten den Großteil der ISS-Kosten trägt und trotzdem Industrieaufträge für NASA-Projekte nach Europa gehen. Module für Raumstationen, SLS-Tankstrukturen, ESM, you name it. Ich lehne mich mal hier für einen YouTuber weit aus dem Fenster. Diese Party, die ist vorbei. Die großen Projekte Mond und Mars, die werden in den USA zukünftig alle kommerziell umgesetzt werden. Und damit wird es sehr wahrscheinlich keinen Platz mehr für Barterdeals geben. Und da finden wir vielleicht den Übergang zum nächsten Thema. Axiom Space wird ja für die NASA die nächsten Mondanzüge für das Artemis-Programm kommerziell entwickeln. Jetzt vermutlich der ganz, ganz große Hammer dieser Woche. Nachdem der erste Nicht-Amerikaner, der in Richtung Mond fliegt, mit Artemis 2 der Kanadier Jeremy Hansen werden wird, soll das politisch sehr wichtige First Boots on the Moon, also das erste Mal ein Nicht-Amerikaner auf dem Mond, an Japan gehen. Das hat das Weiße Haus am 10. April verlautbaren lassen. Das ist mit großer Wahrscheinlichkeit erst in den frühen 30er Jahren und damit, denke ich, wird China vorher eine Crewlandung durchführen, aber trotzdem ein ziemlich dickes Brett. Obwohl viele Details zu den Flugplänen der japanischen Astronauten noch nicht feststehen, deutete NASA-Chef Bill Nelson an, dass der erste Flug eines japanischen Astronauten möglicherweise bereits Ende der 20er Jahre stattfinden könnte. Besonders in Frankreich hat man die Nachricht der japanischen Mondlandung in Social Media sehr schlecht aufgenommen. Dort hat Thomas Pesquet ja Popstar-Status und viele Franzosen scheinen sich da schon Dinge ausgemalt zu haben. Wobei man einräumen muss, dass Frankreich viel mehr als wir in Deutschland seine Astronauten und Raketen liebt. Gleichwohl in Forschung und Entwicklung astronautischer Raumfahrt, aber eigentlich weit hinter Deutschland zurücksteht. Ja, und da kommen wir zur verständlichen Enttäuschung in Deutschland auf Social Media. Hier habe ich oft Kommentare gelesen, dass wir ja doch ESM zur Artemis liefern und der deutsche Beitrag zum Artemis-Programm innerhalb der ESA ja doch der größte sei. Ja, und ich kann da eure Enttäuschung verstehen. Allerdings nur, weil wir die NASA im Gesamtbudget des Artemis-Programms mit Wechselgeld bewerfen, muss die NASA oder im Fall wohl eher der amerikanische Präsident uns nicht unbedingt mitnehmen. Ich denke, da wird die europäische Politik und die ESA einfach nicht gut verhandelt haben. Wobei, da ist ja tatsächlich schon was vertraglich vereinbart im Rahmen des Gateways, das aus der Fortführung eines ISS-Barter-Deals entstanden ist, hat man vertraglich vereinbart, dass 2 Sitze auf Gateway-Flügen für Europäer bereitstehen. Der erste dieser Flüge auf Artemis 4, der SLS-Flug, der den Aufbau des Gateways beginnen soll und damit dann auch vor der japanischen Mondlandung. Und da die mediale Aufmerksamkeit für die Gateway-Flüge sehr schnell abklingen dürfte, wenn es dann auf die Landungen zugeht, ist es bestimmt so nicht so ganz schlecht für die ESA mit ihrem großen Gateway-Beitrag hier von Anfang an am Start zu sein. Neben der neuen politischen Bedeutung des Pazifikraums bestimmt ein ausschlaggebender Punkt für die Festlegung auf Japan: Japan wird ein Mondwohnmobil, den sogenannten Lunar Cruiser, zu Artemis beisteuern.
Das ist dann ja im Prinzip eine vollständige Raumstation mit Rädern, mit Thermalmanagement und Lebenserhaltungssystemen, das dann die Astronauten auch ohne IWR-Anzüge auf dem Mond mobil macht. Also technologisch schon ziemlich komplex. In was für coolen Zeiten leben wir bitte? Ein Wohnmobil auf dem Mond. Ja, nicht zuletzt ein Riesen-Marketing-Coup für Toyota, die den Mondcruiser bauen sollen. Der Mondcruiser soll frühestens 2031 mit Artemis 7 auf den Mond gebracht werden. Ich hatte vergangene Woche ja über die kommerziell entwickelten Rover berichtet. Diese erfordern IWR-Anzüge für die Astronauten und werden zwar den Aktionsradius der Astronauten um die Landestelle erweitern, ähnlich wie es das Apollo-Mondauto gemacht hat. Der Lunar Cruiser wird dagegen längere Expeditionen von den Artemis-Landestellen hinweg ermöglichen. Der Mondcruiser kann eine zweiköpfige Crew bis zu 30 Tage lang beherbergen und hat eine geplante Lebensdauer von 10 Jahren. Super praktisch und klar, so etwas werden wir auf zukünftigen Mars-Missionen auch sehen. Etwas, woran die NASA ja mit dem Space Exploration Vehicle seit vielen, vielen Jahren schon arbeitet. Apropos Mars, die ESA hat ja bekanntlich noch nie irgendwo etwas erfolgreich gelandet. Das soll sich jetzt ändern. Am 9. April kündigte die ESA an, dass sie einen Vertrag im Wert von 522 Millionen Euro an ein von Thales Alenia Space geführtes Team vergeben hat, um die Arbeiten an der ExoMars-Mission Rosalind Franklin wieder aufzunehmen. Ich bin zwar etwas schockiert, dass das so lange gedauert hat. Wir erinnern uns, ursprünglich war ja geplant, die ExoMars-Mission wie Ingenuity der NASA, die Tianwen-1-Mission, also der chinesische Rover, und wie die Emirates-Mars-Mission im Transferfenster 2020 zu starten. Und man verpasste dann das Startfenster. Im September 2022 sollte es dann auf einer russischen Proton-Rakete im nächsten Startfenster losgehen, wobei Roskosmos auch die propulsive Landeplattform entwickelt und gebaut hat. Nach Russlands Invasion in die Ukraine im Februar 2022 hat die ESA die Zusammenarbeit dann an der Mission ausgesetzt und den fertigen Rover eingelagert. Der neue Vertrag, der umfasst Arbeiten, die einige Beiträge Russlands ersetzen. Thales Alenia Space, der Hauptauftragnehmer, wird die Entwicklung einer neuen Landeplattform übernehmen, die dann das russische Design ersetzt und ist dann für die Montage, Integration und Testflüge verantwortlich. Airbus Defence and Space, der Hersteller des Rovers, wird mechanische, thermische und Antriebssysteme für die Landeplattform bereitstellen. Ariane Group wird für den Hitzeschild des Landemoduls verantwortlich sein und OHB für das Trägermodul. Ganz ohne internationale Hilfe geht's aber auch diesmal nicht. Den Start und einzelne Komponenten übernimmt die NASA. Wenn alles gut läuft, soll es im Mars-Transferfenster Ende 2028 losgehen. Heiße Frage für alle Fanboys: Was passiert zuerst? Europäische Marslandung oder das erste Starship fliegt in Richtung Mars? Schreibt mir gerne in den Kommentaren. Nicht Teil der EU, aber ESA-Mitglied die Schweiz. Und die Schweiz, die wird nächste Woche tatsächlich den Artemis-Accords beitreten. Was weder diese Woche noch in den kommenden Wochen unterzeichnet wird, das neue europäische Weltraumgesetz. Ich habe die Hintergründe noch nicht ganz verstanden. Was in dem Gesetz dann drin steht, das ist auch noch nicht bekannt. Also das soll erst veröffentlicht werden. Ein Punkt, warum diese Veröffentlichung jetzt verschoben wird, soll wohl auch die Wahl zum neuen Europäischen Parlament sein. Also das heißt, die Veröffentlichung ist erst nach dem 9. Juni diesen Jahres geplant. Aktuell scheinen viele Menschen, die mit der Materie besser vertraut sind als ich, zumindest genervt. Die Europaabgeordneten, die es vorangetrieben haben, sind enttäuscht, dass es eben jetzt noch nicht kommt. Ebenso die Industrie, die ja Rechtssicherheit oder rechtssichere Spielregeln erwartet hat. Ja, und europäische Raumfahrtfans, die sich fragen, warum Europa Regeln aufstellen will, wenn es selbst noch gar nicht so genau weiß, wo es in der Raumfahrt hin möchte. Das ultimative Gesetz der Raumfahrt ist ja sowieso nur die Schwerkraft. Und die Schwerkraft wurde diese Woche wieder von einer Reihe von Raketen überwunden. Am 8. April ging's los mit Bandwagon 1. Das war die erste große Rideshare-Mission von SpaceX in den MEO. Vorher ging die Transporter-Mission ja ausschließlich in den sonnensynchronen Orbit. Laut SpaceX wurden mit den Rideshare-Flügen insgesamt etwa 1000 Kleinstsatelliten für über 130 Kunden gestartet. Am 9. April haben wir zusammen den allerletzten Delta IV Heavy-Flug angesehen. An Bord befand sich mit Enroll 70 eine geheime Nutzlast für das US-Militär. Angeblich ein elektronischer Abhörsatellit mit einer nach der Entfaltung über 100 Meter großen Antenne. Am 10. April gab es von Cape Canaveral eine Ladung Starlinks. Am 11. April nach 2 Abbrüchen von Vostochny Kosmodrom eine Angara A5. An Bord des Testflugs befand sich angeblich keine Nutzlast. Auch am 11. von Vandenberg eine Falcon 9 für das US-Militär. Ganz interessant hierbei, SpaceX darf hier mittlerweile sowohl gebrauchte Raketen als auch gebrauchte Fairings für das US-Militär benutzen. Die wollten vorher immer alles neu haben. Wochenabschluss dann 13. April von Cape Canaveral, noch eine Ladung Starlinks. Besonderheit hier, mit nun 20 Flügen hält der eingesetzte Booster B106220 den aktuellen Rekord für Wiederverwendung. Bevor wir uns die kommenden Starts ansehen, vielen Dank an alle Schutzengel. Das sind ja alle Menschen, die den Kanal unter anderem regelmäßig monetär unterstützen. Ohne euch, da wird es Senkrechtstarter nicht mehr geben. Wenn auch du mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum aktiv für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Video findest du einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft.
Die Starts der kommenden Woche im Schnelldurchgang am 15. April. Start von Jinquan, eine Lange Marsch 2D. Die Nutzlast, die ist mir nicht bekannt. Am 17. April Start von Vandenberg eine Falcon 9. An Bord befinden sich die beiden Erdbeobachtungssatelliten Worldview Legion 1 und 2 von Maxar. Auch am 17. April soll vom Kennedy Space Center eine weitere Ladung Starlink-Satelliten starten. Genauso am 19. April dann aber von Cape Canaveral. Ja, hier noch einmal ein Shoutout für Emma Matratzen, die euch heute das Video präsentiert haben. Link und Code findet ihr unter dem Video. Ich hoffe, die News, die haben euch wieder gefallen. Wenn ja, den Like nicht vergessen. Die Raumfahrt ist und bleibt spannend. Das können wir auch nach dieser Woche wieder sagen. #Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.